Willkommen, kennt ihr Anita Reh? Sie war eine kühne deutsche Pionierin der Avantgarde, die sich als Frau in der Kunstwelt der Weimarer Republik behauptete. Trotz der wachsenden Anfeindungen durch die Nationalsozialisten folgte sie unbeirrt ihrer Leidenschaft. Doch politische Hetze und Ausgrenzung trieben sie 1933 vereinsamt in den Freitod auf Sylt. Sie wurde 1885 in Hamburg als Tochter einer reichen jüdischen Kaufmannsfamilie geboren und evangelisch-lutherisch getauft. Ihren Malunterricht erhielt sie bei Arthur Siebelis, da es für Frauen in Hamburg keine akademische Ausbildung gab. Ermutigt durch Max Liebermann entschloss sie sich, ihren Weg als Malerin fortzusetzen. Sie bildete sich in Hamburg und Paris weiter, im Umfeld von Fernand Léger, und trat in die avantgardistische Künstlerszene ein. Als Mitbegründerin der Hamburgischen Sezession und Mitglied einiger Vereine fand sie in Ausstellungen große Beachtung. In Hamburg konnte sie nicht nur Porträts verkaufen, sondern schuf auch Wandbilder für 2 Schulen, von denen eines zerstört und das andere später restauriert wurde. Sie unternahm Reisen nach Paris, Tirol und Italien, besonders Positano prägte ihre Kunst. Aber ihr Leben war von unerwiderter Liebe geprägt, besonders zu Franz Nölken, mit denen sie eine Ateliergemeinschaft und eine erfüllte Zeit in Positano hatte. Nach Ende der Beziehung trat vermutlich ihr Interesse an Frauen stärker hervor. 1930 erhielt sie den Auftrag für ein Triptychon in der Ansgarkirche. Doch 1932 zog die NSDAP diesen wegen ihrer Denunziation als Jüdin zurück. 1932 verließ sie Hamburg, wurde 1933 aus der Künstlergemeinschaft ausgeschlossen und beging kurz darauf im Alter von 48 Jahren auf Sylt Suizid. Ihr Malstil begann mit impressionistischen Einflüssen, entwickelte sich aber später in Richtung neue Sachlichkeit mit surrealistischen Elementen. Mit der Zeit experimentierte sie mit geometrischen Formen und einer reduzierten Farbpalette, wobei ihr Spätwerk eine zunehmende Strenge und Symbolhaftigkeit aufwies. Ihre Werke konzentrierten sich auf Porträts, durch die sie Anerkennung erlangte, oft mit melancholischer, introspektiver Atmosphäre. Über die Zeit schuf sie viele Selbstporträts mit einer düsteren Stimmung. Aber auch Landschaften, religiöse Werke und symbolische Darstellungen gehörten zu ihren Motiven. Zu ihren bekanntesten Werken gehören Orpheus mit den Tieren, das Wandbild Die klugen und die törichten Jungfrauen und ihr unvollendetes Altartriptychon für die Ansgarkirche. Insgesamt schuf sie mehrere hundert Werke. Viele davon wurden von den Nationalsozialisten als entartete Kunst zerstört. Nach Jahren der Vergessenheit sind sie heute in Ausstellungen zu sehen. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Anita Reh gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten. Und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.